Morning. Guten Morgen. Look, children, Kinder, schaut. you are not supposed to only respect and pay attention to your parents because it pleases to the Lord. Ihr sollt eure Eltern nicht nur respektieren und ihnen Aufmerksamkeit schenken, weil es dem Herrn gefällt. Your fathers also have a clear order from the Lord how to behave towards you. Auch eure Väter haben einen klaren Auftrag, wie sie sich euch gegenüber zu verhalten haben. And fathers don't have unrealistic expectations for your children, Und Väter, habt keine unrealistischen Erwartungen an eure Kinder. or else they may become discouraged. Sonst könnten sie entmutigt werden. You know, guys, I am surprised by how few fathers have the humility to ask the children for forgiveness. Ich bin überrascht, wie wenige Väter die Demut haben, ihre Kinder um Vergebung zu bitten. And I'm not asking one day when their children are grown up and they look back and realize that I've made mistakes. Und ich bitte nicht eines Tages darum, wenn die Kinder erwachsen sind und sie zurückblicken und erkennen, dass sie Fehler gemacht haben. I'm talking about a normal way of life. Ich spreche von einem normalen Lebensstil. Look, it is so easy for us fathers to put unrealistic expectations on our children. Es ist so einfach für uns Väter, unrealistische Erwartungen an unsere Kinder zu stellen. That's how they get encouraged. Auf diese Weise werden sie entmutigt. So when we do that, we have to ask them for forgiveness. Wenn wir das tun, müssen wir sie um Verzeihung bitten. Think about it. How many fathers, they want their children to fulfill the dreams which they never fulfilled? Denk mal darüber nach, wie viele Väter von ihren Kindern erwarten, dass sie ihre Träume erfüllen, die sie selber nie erfüllt haben. This will discourage them. Das wird sie entmutigen. Do you know, there's something that is really, really sad. Es gibt etwas, das wirklich, wirklich traurig ist. And in England, in America, they have a special term, a special expression for that. In Amerika und in England gibt es dafür einen besonderen Ausdruck. It's called PK. Es heißt PK. You know, they say, you are a PK. Sie sagen, du bist ein PK. So I will tell you what it means so Daniel can translate it. Ich sage dir, was es bedeutet, damit Daniel es übersetzen kann. It means a pastor's kid. Es bedeutet das Kind eines Pastors. So here we would say FP Hier würden wir FP sagen, in Portuguese. in Portugiesisch. You know, a kid of a pastor. Ein Kind eines Pastors. And these are children, they have special traumas. Es sind Kinder, die bestimmte Traumas haben. They don't like the church, they don't like God. Sie mögen die Gemeinde nicht, sie mögen Gott nicht. And you know, there was a research and a study that actually went into this. Es gab eine Untersuchung und eine Studie, die sich damit befasst hat. Why are so many of the pastors' kids so discouraged Warum sind so viele Pastorenkinder so entmutigt and have turned their back on the church? und haben der Gemeinde den Rücken gekehrt? I tell you why. Ich sage dir warum. Because the fathers have put unrealistic expectations upon them. Weil die Väter unrealistische Erwartungen an sie gestellt haben. And I know what I'm talking about. Und ich weiß, wovon ich spreche. Look, Schau, I'm a pastor's kid and I was a pastor. ich bin ein Pastorenkind und ich war ein Pastor. I mean, I was never a pastor because God made me a pastor, but people called me a pastor. Ich war nie ein Pastor, weil Gott mich zu einem Pastor gemacht hat, aber die Leute nannten mich Pastor. And I know exactly what this feels like. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. When I was a good kid, I was simply Reinhard. Wenn ich ein artiges Kind war, war ich einfach Reinhard. When I was a bad kid, I was the pastor's son. Wenn ich ein schlechtes Kind war, war ich der Sohn des Pastors. So my dad was a great man of God. Mein Vater war ein großer Mann Gottes. But my dad lived with the pressure of unrealistic expectation, Aber mein Vater lebte mit einem Druck von unrealistischen Erwartungen, which the members of the church put upon him. die ihm die Mitglieder der Gemeinde auferlegt haben. And he didn't know how to do it better. He submitted to that. Er wusste es nicht besser und fügte sich. Now he put these unrealistic expectations upon me. Jetzt stellt er diese unrealistischen Erwartungen an mich. Other kids were allowed to do things that I was never allowed to do. Andere Kinder durften Dinge tun, die ich nie tun durfte. It's a real miracle that I'm serving Jesus today and I'm loving Jesus. Es ist ein echtes Wunder, dass ich Jesus heute diene und ihn liebe. Paul clearly says if you put this unrealistic expectation on your children, they will become discouraged. Paulus sagt ganz klar, wenn du diese unrealistischen Erwartungen an deine Kinder stellst, werden sie entmutigt werden. Listen, children are children. Hör zu, Kinder sind Kinder. Do they need to learn to behave well and obey? Of course they do. Müssen sie lernen, sich gut zu benehmen und zu gehorchen? Natürlich müssen sie das. But always ask yourself the questions, are the
expectations that you put in your children realistic? Aber stell dir immer die Frage, sind die Erwartungen, die du an deine Kinder stellst, realistisch? Or are the expectations that another system puts upon you? Oder sind es die Erwartungen, die ein anderes System an dich stellt? It may be the system of the school. Es kann das System der Schule sein, It may be the system of the world. das System der Welt, It may be the system of the church. es kann das System der Gemeinde sein. Always ask the Holy Spirit this question. Frage immer den Heiligen Geist, Holy Spirit, are the expectations that I put, are they realistic or not? Heiliger Geist, sind die Erwartungen, die ich stelle, realistisch oder nicht? Let the Holy Spirit guide you and don't live by the pressure that comes from wherever it may come from. Lass dich vom Heiligen Geist leiten und lebe nicht nach dem Druck, der von wo auch immer kommt. Once children become really discouraged, it's hard to win the heart back. Wenn Kinder erst einmal entmutigt sind, ist es schwer, ihr Herz zurückzugewinnen. I know so many children that have a terrible spirit of perfectionism, almost destructive. Ich kenne so viele Kinder, die einen schrecklichen, fast zerstörerischen Perfektionismus haben. And they suffer, and everybody around them suffer. Sie leiden und alle um sie herum leiden. And when you try to figure out why that is, it's very simple. Wenn du versuchst herauszufinden, warum das so ist es ganz einfach. Because the fathers put unrealistic expectations upon them. Weil die Väter unrealistische Erwartungen an sie gestellt haben. So now they're always trying to fulfill expectations which they can never fulfill. That's what perfectionism does. Jetzt versuchen sie ständig, diese Erwartungen zu erfüllen, die sie nie erfüllen können. Das ist, was Perfektion bewirkt. Because they want the fathers to love them, but the father never loves them because they don't fulfill his expectations. Denn sie wollen, dass die Väter sie lieben, aber die Väter lieben sie nie, weil sie die Erwartungen nicht erfüllen. So it becomes this vicious cycle. Daraus entsteht ein Teufelskreis. You see, I love how God treats us. Ich liebe es, wie Gott mit uns umgeht. The Father in heaven, He knows your weaknesses and He loves you into following His ways. Der Vater im Himmel kennt deine Schwächen und er liebt dich, damit du seinen Weg folgen kannst. So let's live the way we are supposed to live. Lasst uns so leben, wie wir leben sollen. How the Lord has designed it for us and written here. Wie der Herr es für uns entworfen und hier geschrieben hat. See you guys tomorrow. Bis morgen.